Das war echt eine große Arbeit, den Sitz wieder so in möglichst neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und um das möglichst lange zu erhalten und die Verschmutzung zu verringern, gibt es jetzt das erste wirklich sinnvolle Ledercoating Top Life von Colorlock. Lars vom Lederzentrum stellt uns das jetzt vor. Bleib auf jeden Fall dran. So ein Produkt gibt es noch nicht weltweit, also auf jeden Fall zuhören. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Lars vom Lederzentrum Colorlock. Ich will heute einmal über ein neues Produkt reden, Top Life. Aber um ein bisschen zu erklären, wie kommt das, dass das Lederzentrum ein Langzeitcoating oder Langzeitschutz macht, wollte ich ein bisschen in das Thema Ledergerben und Zurichtung, da wollte ich ein bisschen reingehen. Micha kommt dann gleich mit dazu, der hilft mir dann, da einmal das Top Life aufzutragen. Aber einmal zum Lederzentrum. Wer ist das Lederzentrum? 1995 hier in Göttingen gegründet. Also ich sage hier in Göttingen, wir sind natürlich in Einbeck, aber Göttingen ist nur eine halbe Stunde weg von hier. Wir haben zwischen 60 und 70 Mitarbeiter aktuell und 50% Export. Ja. Wir haben ein eigenes Labor, das heißt, wir entwickeln alle Produkte selber und stellen auch alle Produkte selber her, hier in Göttingen und in der Produktionsstätte in Nörden-Hardenberg, was ja zwischen Göttingen und Einbeck liegt. So ein bisschen als Hintergrund, also wir sind Hersteller und Entwickler und tun diese Dinge selber. Unsere Kunden sind Fahrzeugaufbereiter, Detailer natürlich, deshalb sind wir froh, dass wir hier sind. Sind auch IDA, wie man unschwer sehen kann, im Deutschland-Chapter mit drin, aber wir beliefern auch die Autoindustrie, deren Zulieferer, Möbelindustrie, Bekleidungshersteller und so weiter und so fort. Auch Gerbereien, gar nicht so weit weg gibt es hier eine Gerberei, Heller Leder, die sehr hochwertige Automobilleder herstellen, aber auch Möbelleder, genau. Dann einmal ein bisschen kurz zum Leder. Leder ist eine Kollagenfaser, die im Gerbprozess die tierischen Fette entzogen bekommt. Ich will da nicht zu sehr detailliert reingehen, aber soll jetzt kein Gerber-Workshop werden oder ein Leder-Workshop, aber so ein bisschen, dass man einmal drüber redet, worum es da geht. Es gibt verschiedene Gerbarten. Die haben wir einmal hier so ein bisschen aufgelistet. In der Regel ist ein Automobilleder bei den meisten Herstellern ein sogenanntes synthetisch gegerbtes Leder, also chromfrei. Deshalb gibt es diese Diskussion, die man bei Kinderschuhen hat oftmals. Ist Chrom schädlich oder nicht schädlich, gibt es da nicht, weil in der Regel in der Automobilindustrie mit chromfreien Leder gearbeitet wird. Genau, mal so ein kleiner Abriss. Wer da mehr wissen will, der kann sich auf leder-info.de auf jeden Fall informieren oder kriegt da noch ein bisschen mehr Infos. Ich gehe da sehr schnell gerade drüber, weil mir geht es eigentlich viel mehr um die Zurichtung. Und die Zurichtung entscheidet auch über die Lederqualität und den Lederpreis. Und da gibt es 3 Hauptbereiche. Das ist ein Anilinleder, ein Semianilin und ein pigmentiertes Leder. Darüber hinaus gibt es dann natürlich noch Rauleder. Das sind alles Leder, umgangssprachlich sagen wir Wildleder, also alles Leder, die an der Oberfläche angeschliffen sind. Nubokierte Leder finden wir sehr selten im Auto. BMW Z1, da gibt es ein Nubok-Leder zum Beispiel. Da gibt es einen 5er und einen 7er BMW, der hat ein Büffelleder drauf in der Vergangenheit, aber ein Wildleder, umgangssprachlich gesagt, oder ein Nubok-Leder gibt es sehr selten. Was es aber häufiger gibt, sind eben die pigmentierten Leder, so wie das hier, das ist auch ein pigmentiertes Leder. Das heißt also, da ist eine Farbe oben drauf und da werde ich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Semi-Anilinleder und die Anilinleder. Ein Anilinleder ist also ein Leder, was gegerbt und durchgefärbt ist und hat keine Farbe oben drauf. Gibt es auch im Autobereich. Ferrari verbaut sowas immer mal wieder, aber eben auch Touareg oder im RS6 gibt es das drin. Das ist dann die sogenannte Individualausstattung. Sieht man da unten, das ist ein Touareg in dem Fall. Das Bild unten in der Mitte, da ist eben ein sogenanntes Anilinleder drauf. Aufgrund der Offenporigkeit und dass es eben nicht wasserabweisend ist, etwas schwierig im Auto, sehr hochwertig, warm und weich, aber
doch eher etwas schwierig. So ein Leder muss man eigentlich immer imprägnieren, vorsichtig behandeln und so weiter und so fort. Deshalb ist das selten im Auto. Seemanelin und pigmentierte Leder sind beides Leder, die eine Farbschicht oben drauf haben. Und da wollte ich ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Ich werde auch gleich mal so kurze Ausschnitte von Videos zeigen. Also das Leder wird im ersten Schritt enthaart, dann von der Rückseite entfleischt. Dann reden wir davon, dass es nicht mehr eine Lederhaut ist, sondern Blöße. Nach der Blöße wird es gespalten, in der Regel in drei Bereiche. Der Oberbereich ist die Narbenseite, darunter kommt der Spalt oder eben auch Suede oft genannt und dann ganz zum Schluss das Spaltleder. Und was wir in der Regel haben wollen, ist das Narbenleder, also den oberen Bereich. Und das wird dann nach dem Spalten gegerbt. Wie gesagt, 3 Hauptgerdarten gibt es da. In der Vergangenheit, so bis in die 70er Jahre rein, wurde pflanzlich gegerbt. Danach kam die Chromgerbung, wobei die erste Chromgerbung 1890 schon in Deutschland durchgeführt worden ist. War eine Technologie, die aus der USA kam. Die Amerikaner gerben schon mit Chrom seit 1860 ungefähr. Und wie gesagt, in Europa 1890. Unwichtig für euch, aber witzig vielleicht, mein Großvater war tatsächlich die Person, die als erstes Chromgerbung 1890 in Neumünster in Schleswig-Holstein gemacht hat. Genau. Ein bisschen später, als dann Chrom, man muss bei Chrom halt die Prozesse im Griff haben, dann kann man da sehr sauber gerben. Deutsche Gerbereien sind da ganz gut drin, Italiener und brasilianische Gerbereien auch, aber im asiatischen Bereich gibt es manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, dass man da die Prozesse nicht sauber hat. Da wollte die Autoindustrie sich vor schützen und hat dann nach chromfreien Gerbarten gesucht und hat dann eine synthetische Gerbung gemacht. Genau. Also nach der Blöße kommt dann die Gerbung und dann hat man ein sogenanntes Wet Blue, wenn es ein chromgegerbtes Leder ist, und ein Wet White, wenn es ein synthetisch gegerbtes Leder ist. Also in der Autoindustrie haben wir dann in der Regel ein Wet White und dieses Wet White wird dann weiterverarbeitet. Und zwar kommt es dann in die sogenannte Nachgerbung. Und in der Nachgerbung werden Rückfettungen eingesetzt, die dann für die Weichheit oder eben Nicht-Weichheit verantwortlich sind. Da werden noch andere Additive, also Chemikalien hinzugeführt, die andere Substanzen mit herbringen. Nebeninfo, Ledergeruch. Der wird in der Nachgerbung bestimmt, und zwar durch die Wahl oder die Auswahl des entsprechenden Rückfettemittels. Also das Mittel, was man zur Rückfettung nimmt, ist nachher auch verantwortlich für den Geruch. Und das, was wir in der Regel als angenehmen Ledergeruch empfinden, das kommt aus der Zeit, als noch die Autoleder pflanzlich gegerbt wurden und dann wurden Rückfettemittel genommen, die so einen bestimmten Geruch haben, den wir immer noch heute als Ledergeruch wahrnehmen. Man könnte heute ein Leder herstellen, was komplett geruchsneutral ist, will man aber in der Regel nicht, sondern man macht heute extra zu den Fettungsmitteln Geruchsmittel dazu, um diesem Leder einen bestimmten Geruch zu geben. Wie Herr Petzold vorhin schon gesagt hat, ist die Geruchsbasis, die zur Verfügung steht, relativ überschaubar, und es sind dann die Mixturen, die da verwendet werden. Also Öle, die gemacht werden. Böbling gibt es eine Firma, die da sehr spezialisiert drin ist, und die hat sogar einen Geruch, der normiert ist für Mercedes-Benz. Also Mercedes-Benz hat einen eigenen Geruch, der dann schon in die Gerbung mit eingeführt wird. Genau. Und was auch in der Nachgerbung stattfindet, ist eben die Durchfärbung. Also Leder wird in der Regel durchgefärbt. Das hat man früher nicht gemacht. Also Oldtimer-Leder ist nicht durchgefärbt, sondern es ist nur pflanzlich gegerbt. Und dann ist eine sogenannte Kopffärbung obendrauf. Heute werden Leder aber durchgefärbt. Und es ist auch von der Norm her, DIN oder ISO, oder die ISO basiert dann immer auf der DIN, so dass die Durchfärbung möglichst der oberen Farbe entsprechen soll. Deshalb ist es so, dass wenn man hier einen Farbabrieb hat vom Ein- und Aussteigen oder beim schwarzen Leder, hat man meistens so was Gräuliches dadurch drin. Das ist also dann die Durchfärbung, die schon ein bisschen dem entspricht. Und wenn man bei Oldtimern guckt, dann sprechen wir immer von der Patina, dann hat man also diese bräunliche Färbung, die aber eben basiert ist auf die Gerbung, genau.
Ich hoffe, ich springe nicht zu sehr hin und her, aber das ist eben nochmal wichtig. Also da wird das dann durchgefärbt. Wenn man das Leder dann rausnimmt aus der Trommel, es trocknen lässt, vielleicht nochmal walkt, um es ein bisschen weicher zu machen, dann hat man ein Anilinleder. Ungefähr 25% der Häute, die in Deutschland produziert werden, eignen sich als Anilinleder. Und die 75%, wo wir sagen, die eignen sich nicht für Anilinleder, Paul, moin, die sind, die haben zu viele Naturmerkmale. Also die haben Pigmentflecke oder andere Beschädigungen, Unregelmäßigkeiten, die zu viel, die das Leder zu ungleichmäßig machen im Prinzip, und die werden dann pigmentiert. Und da gibt es dann diese beiden Unterschiede. Ich gehe nochmal einen zurück. Eben, dass man sagt, okay, man pigmentiert das ein bisschen mit Semi-Anilin oder man pigmentiert das mit mehr Farbe und hat dann ein pigmentiertes Leder. Und das ist also ein Schritt, der dann nach dem Gerben, nach der Nachgerbung, nach dem Durchfärben kommt. Falsche Richtung. Dann gibt es einen richtigen Farbaufbau. Also um hier nachher so ein pigmentiertes Leder zu kriegen, was strapazierfähig ist, was alle Normen erfüllt, was wasserabweisend ist, pflegeleicht und. Gibt es dann verschiedene Schritte. Und der erste Schritt ist eine Grundierung. Ich habe jetzt mal eine Grundierung aus unserem Sortiment genommen, wobei man sagen muss, dass Gerber, wenn die eine Grundierung auftragen, tatsächlich da anders vorgehen. Ich versuche jetzt mal ein Video anzuschmeißen, wo man einmal sieht, wie auf einem sogenannten Rollercoater die Grundierung aufgetragen wird. Da, genau, das ist mein... So, das ist ein sogenannter Rollercoater, also das sind Anilinleder, und diese Anilinleder, da unten links sieht man den Farbeimer, das wird hochgepumpt, da oben rein, und dann wird das über eine Walze, die gegenläufig ist, wird die Grundierung aufgetragen. Und diese Grundierung sorgt natürlich einmal dafür, dass man eine ganz gute Haftung bekommt für die Farbe, die dann später kommt. Es sorgt aber auch dafür, dass alle Unebenheiten, alle Naturmerkmale, Zeckenstiche oder kleinere Sachen, dass die ein bisschen eine Füllung bekommen und dass man ein gleichmäßiges, glattes Bild eigentlich oben bekommt. Das findet in dieser Maschine statt. Es gibt auch Grundierungen, die aufgesprüht werden, das werden wir gleich nochmal sehen, aber das ist so die übliche Herangehensweise, wie Grundierung aufgetragen wird. Und da seht ihr, dieses Leder ist auch komplett narbenfrei, es hat gar keine Struktur, ist nichts drauf. Das liegt eben daran, dass eine ziemlich dicke Grundierung drauf ist. Genau. Jetzt versuche ich den mal wieder zurückzunehmen. Genau. Also erster Schritt, Grundierung über einen Rollercoater in der Regel. Und in der Grundierung ist eben auch schon ein Pigment drin, auch so schon Farbe drin. Und da ist in der Regel auch so eine füllende Wirkung drin, Füllstoffe drin. Manchmal wird die Grundierung auch aufgeschäumt, damit man noch mehr egalisieren kann, um das noch ein bisschen gleichmäßiger zu kriegen. Aber die Grundierung soll auch eine gute Haftung, einen guten Haftvermittler mit sich bringen. Genau. Pigmentierung, viel Text, das ist der Text, den man auf leder-info.de findet, also auf dem Wikipedia von uns, wo man alle Informationen bringt. Ich habe den einfach mal reinkopiert, den soll sich jetzt nicht jeder durchlesen. Mir ging es nochmal aber darum, dass halt, wenn man dann über die Pigmentierung oder Zurichtung spricht, wir im Automobilbereich immer über diese Grundierung Farbe Topcoat, also Grundierung Farbe Abschlusslack redet, es aber natürlich noch andere Zurichtungen gibt, Wachszurichtungen, Ölzurichtungen, Fettzurichtungen, das findet man alles da. Und sollte die Zurichtung 0,15 mm überschreiten, dann redet man nicht mehr von einem pigmentierten Leder, sondern von einem folienbeschichteten Leder. Das bekannteste ist, glaube ich, von Ikea Lederfräsig. Die haben so ein klassisches Sofa, was braun und hochglänzend ist. Das ist ein folienbeschichtetes Leder, weil die Pigmentierung, die da oben drauf ist, die ist stärker als 0,15 und deshalb redet man dann von einem pigmentierten
BMW hat bei pigmentiertem Leder als Beispiel die Normvorgabe maximal 80 μ. Und das ist schon das Alleroberste. Also eigentlich bewegen die sich so zwischen 60 und 70 μ und maximal 80 μ. Aber auch hier habe ich ein kurzes Video, wo man mal sehen kann, wie man das aufträgt, genau. Das ist einmal so der gesamte Prozess. Das ist ein Video, was wir mal gemacht haben. Das wollte ich aber jetzt nicht alles zeigen. Das ist der gesamte Gerbprozess. Da hatte ich ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Hier ist noch Trocknung. Ich gehe mal dahin, wo es dann um die Pigmentierung geht. Da geht's los. Genau. Gleich danach. So. Farbanmischung. Also Grundierung wird mit dem Roller Coater aufgetragen und danach kommt das in so einen Spritzautomaten und hier wird dann tatsächlich eine Farbe mit dem Sprühroboter einmal aufgesprüht und das ist schon ein Schritt zu weit. So viel wollte ich gar nicht zeigen. So, genau. Und genau so wird dann auch der Topcoat aufgetragen. Also es werden 2 Schichten, weil es ja ein Karussell ist, ne? Der sprüht einmal vorne und sprüht einmal hinten. Es werden 2 Schichten Pigmentierung aufgetragen. Danach geht es in den Wärmekanal. Da ist auch schon ein Vernetzer mit drin, damit man eine gute Vernetzung mit der Grundierung bekommt, die man vorher aufgetragen hat mit dem Rollercoater und dann später auch eine gute Vernetzung zu dem Klarlack oben bekommt. Und so wird dann einmal die Pigmentierung aufgetragen und danach wird es getrocknet. Irgendwas zwischen 90 und 120 Grad ist das ein Tunnel, wo die Farbe getrocknet wird. Dann reagiert der Vernetzer sehr gut aus und dann gibt es eine gute Verbindung. Und anschließend geht es durch einen zweiten Kanal, wo genau in dieser Art und Weise der Topcoat aufgetragen wird. Und den kann man dann nachher einstellen, wieder 90 bis 120 Grad. Und dann hat man auch einen Klarlack drauf, genau. Also im Gerbergeschäft spricht man von Topcoat und nicht von Klarlack. Mal gucken, dass ich das hier wieder rüber kriege. Achso, ich lasse es mal eben weiterlaufen. Wenn das gemacht worden ist und alles trocken ist, dann kommt es in diese Maschine und da wird die Prägung gemacht. Also das, was wir als natürliche oder was wir als typische Lederstruktur erkennen, grob oder fein, das ist in der Regel eben in so einer Presse mit so einer Prägewalze wird das dann eingeprägt und dann hat man Montana, Murano, Dakota oder wie auch immer so eine Prägung drauf. Es gibt auch vollnarbige Leder, die nicht geprägt werden, aber im Automobilbereich in der Regel nicht, weil doch die Beschichtung, die oben drauf ist, zwar unter 0,15 ist, also wie gesagt diese 70 bis 80 μ maximal, wird es in der Regel geprägt, aber es gibt halt noch diesen Arbeitsschritt, das Walken. Also wenn man vollnarbiges Leder hat und man will eine natürliche Prägung, das wird mehr so bei Möbelleder gemacht, dann wird es nach dem Pigmentieren in so ein Walkfass, 6 Stunden in der Regel ohne Wärme, wie ein Trockner ohne Wärme, wird das einmal durchgeknetet und dann kommt die ursprüngliche Prägung wieder raus. Wie gesagt, das findet im Automobilbereich in der Regel nicht fest. Wo ist meine Maus hin? Da. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht mehr. Kann ich mal ganz wegmachen. So, dann haben wir ein pigmentiertes Leder. Ich muss hier einmal reinklicken. So. Topcoat haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe da auch mal unsere Topcoats drauf gemacht. Matt, Glanz, Automöbel, das ist so ein Seidenglanz und Hochglanz. Hochglanz braucht man eigentlich im Auto quasi nie. Also ein paar Amerikaner, die vielleicht mal ein hochglänzendes metallisches Leder drin haben. Aber ansonsten reden wir eigentlich über Matt oder Seidenmatt. Und genau so stellen die Gerber das auch ein. So. Jetzt haben wir hier ein Leder, das ist gegerbt, durchgefärbt, hat eine richtig dicke Schicht Grundierung drauf, wo schon Pigment und Bindemittel drin ist. Wir haben noch eine Farbschicht drauf gesprüht, 2 Durchgänge, Topcoat drauf gesprüht, 2 Durchgänge. Und dann kommt jemand her und sagt, man soll das regelmäßig pflegen, da muss eine Pflegecreme drauf.
was macht die Pflegecreme? Kommt die zum Leder hin? Geht das überhaupt? Ne? Da ist ja richtig eine Farbschicht drauf, wie wir das auch von einem lackierten Holz kennen oder wie wir das eben von einem Auto kennen, lackiert ist. Macht da eine Lederpflege überhaupt Sinn? Und warum entwickelt dann das Lederzentrum ein Produkt Top Life? Warum kann man nicht einfach ein Keramikcoating da drauf machen? Das ist eh schon Farbe oben drauf. Ja, das ist auf der einen Seite richtig, dass da eine Farbe oben drauf ist, eine Grundierung, Farbe und Topcoat. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Gerber sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, eine sogenannte ungesättigte Verbindung herzustellen und eben keine gesättigte Verbindung. Da rede ich jetzt über Chemie. Und diese Oberfläche ist also nach wie vor atmungsaktiv. Obwohl da so viel oben drauf ist, gibt es einen Wasserdampfaustausch. Also das Leder ist trotz der Zurichtung, so wie es im Fachbegriff heißt, trotzdem in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und auch wieder Feuchtigkeit abzugeben. Das hat zur Folge, oder hier gibt es einmal so einen Prüfaufbau, da rede ich gleich mal drüber, wie das getestet wird. Das hat zur Folge, dass Leder nicht lösemittelresistent ist. Also mit einem Lederreinigungsbenzin oder mit so einem Waschbenzin, was leicht verflüchtigt ist, kann man rübergehen und das entfetten. Aber sobald man mit IPA, Nitro oder anderen Lösemitteln rangeht, einmal rübergewischt, hat man Farbe drin. Also was man bei einem Autolack nicht hat. Also wenn man da den Hansapark-Aufkleber abmachen möchte und man hat dann noch Kleberreste und man will die entfernen, dann kann man ja mit einem Lösemittel, mit Aceton hergehen, rüberwischen und das runterholen, ohne dass man gleichzeitig auch den Lack beschädigt. Ne? Oder mit einem IPA oder einem anderen leicht flüchtigen Lösemittel kann man rübergehen, draußen auf dem Auto. Das kann man bei Leder nicht machen. Das liegt daran, dass das eine andere Chemie ist. Wir verwenden als Gerber eine andere Chemie und benutzen andere Produkte, andere Bindemittel, andere Vernetzer und haben chemisch betrachtet nicht eine komplette Vernetzung. Deshalb bleibt es halt offenporig und lösemittelempfindlich oder halt es reagiert auf Lösemittel, genau. Und diese Atmungsaktivität, die wird in dem WDD-Test gemacht, also Wasserdampfdurchlässigkeitstest. Das ist ein Normtest, den müssen Autoleder auch bestehen. Da gibt es unterschiedliche Werte, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Ganz kurz, hier findet das mit so einem Trocknungsmittel statt. Also man nimmt tatsächlich, das ist eine Flasche, da kommt ein Trocknungsmittel rein. Oben, wo die Laborprobe steht, das ist das Stück Leder. Und das wird mit einem Deckel draufgeschrieben, der ein Loch in der Mitte hat. Ja, also man kann das Leder dann von oben sehen. Unten hat man das Trocknungsmittel und dann wird das in einer Maschine, also dann wird das gewogen. Zuerst der gesamte Prüfkörper wird gewogen und dann kommt es in der Maschine, da wird das dann umgedreht, wo Luftfeuchtigkeit und alles definiert ist und nach 24 Stunden wird es wieder gewogen und dann guckt man eben, wie viel Feuchtigkeit in das Trocknungsmittel eingesogen ist oder nicht und daran kann man dann sagen, okay, da geht so und so viel Feuchtigkeit durch das Leder durch oder eben keine Feuchtigkeit durch. Also je nach Gewichtszunahme des Trocknungsmittels, weil das Trocknungsmittel Feuchtigkeit anzieht, kriegt man dann eben ein höheres Gewicht. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Es gibt ein paar Videos online, kann man mal eingeben. Wenn man Wasserdampf-Durchlässigkeitstest eingibt, dann gibt es ein paar Videos, wo das ein bisschen detaillierter erklärt ist. Ich wollte da nicht zu sehr drauf eingehen, wie jetzt die Laborprobe gemacht wird, sondern mehr einmal vermitteln, dass eine Zurichtung atmungsaktiv ist, also porös, offenporig und dass obwohl das eben Feuchtigkeit erstmal nicht einzieht und man das abwischen kann, dass man mit dem Lederreiniger mild oder stark reinigen kann, trotzdem da ein Austausch stattfindet. Das bedeutet letztendlich auch, wenn man hier eine Lederpflegecreme aufträgt oder ein Fett aufträgt oder eine Rückfettung aufträgt, dass die tatsächlich in der Lage ist, durch diese 3 Schichten durchzuwandern. Und je nachdem, wie stark man das ausgerichtet hat, so nennt man das, also wie schmutzunempfindlich man das Leder gemacht hat, wie abriebfest man das Leder gemacht hat, also die Zurichtung,
desto länger dauert das natürlich, dass das durchwandern kann oder desto schneller geht das. Ne? Und ein Semianilin hat halt eine sehr dünne Schicht drauf, ist nicht so strapazierfähig gemacht. Da wird eine Pflegecreme immer schneller einziehen und beim stark pigmentierten Leder wird es eben ein bisschen länger dauern, aber am Ende zieht alles ein. Es gibt so eine Skala von 0 bis 15, die man als Wasserdampfdurchlässigkeit hernehmen kann als Bewertung. Und gibt aber verschiedene Methoden, aber wenn wir jetzt mal, nur damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, 0 wäre also gar kein Wasserdampfdurchlässigkeit, 15 wäre 100% Wasserdampfdurchlässigkeit. Und wir nehmen jetzt ein Anilinleder, dann liegt das ungefähr bei 12, 13. Also ein bisschen bleibt trotzdem noch hängen. Es ist eben nicht 100%, was durchgeht. Und ein herkömmliches, pigmentiertes Leder in einem normalen Dreier BMW, in einem normalen C-Klasse, in einem normalen Golf oder Passat mit einer normalen Lederausstattung hat eine Wasserdampfdurchlässigkeit dann von 2 bis 3. Also schon recht wenig, aber es ist immer noch was da. Das ist das Entscheidende für mich, genau. Und wenn man jetzt ein herkömmliches Coating nimmt, ein Keramikcoating, da ist die chemische Tabelle. Ich habe gesehen, Richard war gerade noch hier, der kennt sich von Sonax auch sehr gut aus mit solchen chemischen kettischen Verbindungen. Dann hat man halt eine geschlossene Oberfläche. Also das ist keine atmungsaktive Oberfläche, genauso wie es eben bei einem Treppenlack der Fall wäre oder wie es bei einer Lackierung wie bei dem Mini hier außen ist. Das ist eine gesättigte Verbindung, abgeschlossener Prozess, null Atmungsaktivität, da kann keine Pflege durchwandern, keine Rückfettung durchwandern, sondern die schwimmt oben drauf. Also wenn man eine herkömmliche Keramikversiegelung nimmt, dann macht man auf einer atmungsaktiven Oberfläche, habe ich noch? Und dann ist durch? Mir wird gerade gesagt, ich habe nur noch 10 Minuten. Nee, du hast noch länger. Sorry, dein Fehler, du hast noch 40. Ich habe auch 40, genau, kein Problem. Solange noch ein paar Leute da stehen, scheint es auch nicht allzu langweilig zu sein. Ich weiß, ein bisschen technisch alles heute, aber es ist ja die DICON-Fachbesucher. Ich habe gedacht, ich kann ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, damit man so ein bisschen das auch versteht. Weil wenn ich mit Micha den Q&A mache, dann werde ich oft gefragt, was hältst du von Coating auf Leder? Und da habe ich immer gesagt, da halte ich nichts von, weil es eben eine gesättigte Verbindung ist. Es schließt die Oberfläche komplett ab. Und dann gibt es auch diesen tollen Perleffekt, den wir alle haben wollen, den wir von Keramikcoating auch von außen kennen. Aber was man halt gleichzeitig macht, man nimmt dem Leder die Möglichkeit, diese Atmungsaktivität zu haben, Feuchtigkeit aufzunehmen, Feuchtigkeit wieder abzugeben. Und wenn man dann drin sitzt und man schwitzt auf dem Leder und man hat ein Keramikcoating oben drauf oder ein anderes Coating, was eben komplett verschließt, dann ist das Leder nicht in der Lage, das auszutauschen, und Leder trocknet auch aus. Also das ist am Ende ja mal es war mal auf einer Kuh, es war mal ein lebendes Material, es ist organisch, und organische Materialien brauchen einen Temperaturaustausch, einen Feuchtigkeitsaustausch und brauchen auch eine Rückfettung, und das verbietet man dem damit, wenn man das oben drauf macht. Genau. Noch ein zweites Problem ist, dass viele Coatings lösemittelhaltig sind. Und wir haben ja jetzt gelernt, dass Leder aufgrund der Atmungsaktivität, die wir dringend brauchen, damit das Leder eben pflegbar ist und lange hält, es zwangsläufig nicht lösemittelresistent ist. Und also wenn man jetzt ein lösemittelhaltiges Produkt aufträgt, was auf Nitrolackbasis ist zum Beispiel, dann beschädigt man gleichzeitig beim Auftragen eines Produktes, was das Leder ja schützen soll, beschädigt man gleichzeitig die Oberfläche, wenn man das oben aufträgt. So, das ist so der Hintergrund, warum ich sage, das macht keinen Sinn. Jetzt sind wir aber immer wieder gefragt worden, könnt ihr nicht ein Coating machen, oder ich möchte gerne ein Coating drauf machen, ich möchte gerne das Leder zusätzlich schützen. Kunden fragen danach, die wollen sich einen Tesla mit veganem weißen Leder kaufen. Ich kann über veganes Leder gleich noch was sagen, wenn ihr wollt. Ich wollte noch so ein paar Fragerunden, also hinten dran hängen, ihr könnt gleich Fragen stellen.
ich habe halt ein weißes, also ultraweiß, oder ich habe ein weiß, der X7 weiß ich zum Beispiel hat auch ein weißes Leder, oder halt so ein beigen Sitz wie hier, Jeansverfärbung, ich möchte es davor schützen. Versiegelung habt ihr, Lederversiegelung, funktioniert schon ganz gut, ist auch ein Produkt, was das Leder atmungsaktiv lässt, aber man muss sagen, die Versiegelung ist im Vergleich zu einem Coating halt, es gibt keine echte Standzeit. Es ist sowas zwischen 3 und 6 Monate. Da muss man wieder mit Lederreiniger mild die Versiegelung entfernen. Also es ist kein aufbauendes Mittel, das ist schon mal gut. Dann entfernt man die und trägt dann wieder Neuversiegelung auf. Und ja, es war so ein bisschen der Wunsch nach mehr Standzeit. Und also Versiegelung nach wie vor eine gute Empfehlung. Wenn man mich fragt, was ich persönlich meine, ist, ich finde es sinnvoll, eigentlich das Leder regelmäßig zu reinigen, regelmäßig zu pflegen, also mit einer Pflege. Und dann hat man da auch keine Probleme, die sind schon gut ausgerüstet. Aber na klar, wenn man zusätzlichen Schutz haben möchte, es soll auf keinen Fall eine Jeansverfärbung geben, man will das Auto auch benutzen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, das zu machen. Genau. Und das Top Life ist ein zusätzlicher Abschlusslack, ein zusätzlicher Topcoat. So haben wir das designt, auf Wasserbasis und Polyurethan basierend, also genauso wie eigentlich ein Topcoat, mit den Additiven, dass es ein Anti-Anschmutzverhalten hat, also da sind Anti-Soiling-Additive drin. Es gibt schon bereits Leder, die man auch von Gerbereien kaufen kann, die diese Anti-Anschmutzverhalten schon haben. Die haben aber für den Gerber ein paar Nachteile. Die machen das Weiterverarbeiten von Leder sehr, sehr schwierig. Deshalb ist man da nicht so ganz ein Fan davon in der Gerberei. Aber im Nachgang, wenn man dann weiß, wo das Leder seinen Weg hingefunden hat und es halt bei dem richtigen Kunden ist, dann macht das eben Sinn. Und das kann man mit Top Life machen. Micha ist noch im Gespräch da. Komm, ich kann ein bisschen Fragen beantworten, du kannst Top Life auftragen. Genau. Also Top Life ist wasserbasierend und bleibt atmungsaktiv, hat aber trotzdem durch die Vernetzung die Möglichkeit, dass es dann pflegbar bleibt. Und wir haben 2 Sets, wir haben einmal das Top Life und das Top Life Professional. Michael Marx. Ja. Auch mit dabei. Ziemlich Freestyle hier. Freestyle, ja. Ein bisschen. Ja. Warte, ich will noch ein bisschen mehr reden. Müssen wir ein bisschen mehr reden? Ja, ich will noch mehr reden, genau. Schön, dass du mir hilfst, aber ich kann dann nebenbei Fragen beantworten, wenn du das einmal aufträgst, weißt du? Also Top Life ist nochmal ein zusätzliches Coating, was so designt worden ist, oder so ein zusätzlicher Topcoat, der so designt worden ist, dass es insbesondere schmutzabweisend ist, also keine textile Verfärbung stattfindet, dass es pflegeleichter ist, und wir haben es eben so gemacht, dass es auch eine gute Verbindung mit der Oberfläche bekommt. Was mir auch sehr wichtig war, dass es eben wasserbasierend ist, das ist es, dass es atmungsaktiv bleibt, das ist es auch, und es ist nitrolackfrei komplett, was bedeutet, dass es kein Lingin drin hat, und Lingin ist das Mittel, was im Holz verarbeitet ist und dafür sorgt, dass es vergilbt, und es gibt viele Coatings, die Lingin drin haben. Draußen auf dem Lack ist das kein Problem, weil man die Vergilbung nicht sehen kann, aber auf dem hellbeigen Sitz oder auf dem weißen Ledersitz, Leder oder Kunstleder, da sieht man die Vergilbung, wenn UV-Strahlung draufkommt. Deshalb muss es eben linginfrei sein, und das ist es in dem Fall auch. Das ist auch der Grund, warum wir ungefähr 5 Jahre im Labor gebraucht haben, überhaupt was hinzukriegen, weil die Wünsche, die wir haben, gehen so ein bisschen also passen nicht zu dem, was man eigentlich machen kann. Aber so nach einer Weile hat es dann doch irgendwann funktioniert. Ist auch schon durch die ganzen Labors durchgegangen, nicht nur durch unseres, sondern wir haben auch externe Labors beauftragt, Atmungsaktivität, Vergilbung, Abrieb, Anschmutzverhalten, alles zu testen, und haben da eine ganz gute Performance. Wir haben eine bessere Performance, wenn man es zusätzlich vernetzt. So, und das ist der Grund, also einen anderen Vernetzer nimmt. Deshalb gibt es noch ein Produkt, das heißt dann Top Life Professional mit einer Servicekarte, ähnlich wie ihr das von Keramik Coating auch kennt. Und da ist nochmal ein Vernetzer mit drin. Oder wir haben den in dem Fall Top Life Hardener genannt. Das verbessert die Performance und gibt eine Standzeit von 24 Monaten im Vergleich zu dem Endkundenprodukt, was eine Standzeit hat von 12 Monaten. Hat aber den Nachteil,
dass wir laut REACH-Verordnung, das ist die Verordnung, die die Chemikalienbestimmungen in Deutschland oder in der EU regelt, wir das nicht jedermann verkaufen dürfen, sondern man muss darauf geschult sein. Deshalb werden wir das so machen, dass Michael Marx und unsere anderen beiden Color Lock Center in Deutschland, die Autolackaffen und Falco Hahn in Süddeutschland, Schulungen anbieten werden, dass wir einmal nachweisen können, dass wir die Leute darauf geschult haben. Also wenn man das professionelle Produkt anwenden möchte, braucht man einmal eine Schulung und nicht, weil wir Langeweile haben, sondern weil das eben eine Vorgabe ist. Aber mit dieser Vernetzung kriegen wir halt eine doppelte Standzeit hin, bleibt aber atmungsaktiv. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Genau. Das Leder muss sauber sein und gereinigt oder neu. Es funktioniert aber genauso auch bei Kunstleder. Kunstleder, mal ganz kurz, ist in der Regel auch atmungsaktiv. Es gibt Kunstleder, was nicht atmungsaktiv ist, was besondere Eigenschaften hat, wegen Schmutzabweisung und so weiter oder was für Zahnarztpraxen zum Beispiel, also im medizinischen Bereich benutzt wird. Continental hat ja die Tochtergesellschaft oder hat eine Firma, die Hornschuk heißt. Die stellen solche Kunstleder her. Sky ist, glaube ich, die bekannteste Marke von denen, SKAI. Da gibt es atmungsaktive Kunstleder in der Regel und die kann man auch coaten mit diesem Produkt, weil es eben von der Chemiebasis und vom Chemiegedanken sehr, sehr ähnlich ist zu einer Zurichtung auf dem Leder und da genauso funktioniert. Deshalb haben wir hier auch rangeschrieben, für Leder, Kunstleder und Kunststoffe. Also man kann auch alle Kunststoffe im Auto damit versiegeln, Türpappen und so weiter und so fort. Es muss sauber, neu oder sauber sein und dann fängt man mit dem Prepare an. Darfst du mal ruhig? Mal, ja. Gut. Also ist nicht ganz so schwer in der Anwendung. Ist relativ einfach. Hier das Endverbraucherprodukt. Ich trage das hier auf den Lappen auf. Also dieses Prepare ist ähnlich wie bei der Lackaufbereitung vor der Versiegelung, damit ich diese Oberflächenvernetzung hinbekomme. Die Oberfläche entfetten. Ja. Ich mache es hier, das sieht es auch jeder. Also was ihr seht, ist wahrscheinlich nichts. Genau. Aber was das Produkt macht, das ist alkalisch. Jetzt sagen viele, du sagst in deinem Q&A immer, Lederoberfläche hat pH 5,5, deshalb soll man Lederreiniger mild nehmen. Man soll nicht so alkalisch reinigen, das quillt die Oberfläche auf. Alles richtig, stimmt auch. Genau deshalb nehmen wir hier einen alkalischen Reiniger, beziehungsweise ein Produkt, was nicht reinigt, sondern was die Oberfläche aufquellen lässt, weil wir wollen ganz gerne diesen Abschluss, den Topcoat, den der Hersteller so produziert hat, dass er eigentlich ja nichts annimmt, den wollen wir motivieren, was anzunehmen. Und deshalb benutzen wir ausnahmsweise was Alkalisches, und um den Topcoat aufzuquellen, um ihn aufnahmefähig zu machen. Und das erlaubt halt, dass das Top-Life dann tatsächlich auch eine Verbindung mit dem Originalmaterial aufnimmt. Kann man trocken föhnen oder trocknen lassen, völlig egal. Ja, wir machen das jetzt, dass es ein bisschen schneller geht. Einmal rüberwischen und dann das Top Live. Wichtig ist nochmal, das muss wirklich gut geschüttelt werden. Wir haben das zwar vorhin schon mal gemacht. Hier ist eine Mutter drin, wie ihr das auch von unserer Lederfarbe oder vom Topcoat kennt. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das mal kauft und ihr schüttelt das erste Mal, dass ihr die Mutter nicht hören werdet. Also jetzt hört man sie. Jetzt ist sie gelöst. Genau, jetzt ist sie gelöst. Beim ersten Mal werdet ihr sie nicht hören. Das liegt daran, dass das Additiv sich unten absetzt und die Mutter einmal festhält. Das ist eigentlich ganz schön. Also ihr müsst so lange schütteln, bis ihr gut die Mutter hört und dann noch mal eine Minute länger. Ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich wollte, du hast vorhin schon merkt. du hast vorhin schon mal geschüttelt. Genau. Und dann einfach mit dem Schwamm auftragen. Das Profi-Produkt, man kann es auch sprühen natürlich. Ich würde das auch immer empfehlen, aber nicht jeder kann das sprühen. Und mit einer Airbrush-Pistole oder mit einer Handspritzpistole sprühen bedeutet auch abkleben. Also man ist dann gerne mal eine ganze Weile dabei. Und wenn man jetzt eine Schulung macht und man will das Profi-Produkt verwenden und man will das dann dem Kunden auch anbieten, dann bin ich der Meinung, sollte man mit einer Airbrush-Pistole arbeiten, dann sollte man es sprühen, gleichmäßig, Kreuzspritzverfahren, 2 Durchgänge mindestens, und dann sollte man auch sauber abkleben, und dann ist es so ein bisschen wie beim Keramikcoating.
nur das Coating auftragen. Nur das Coating, das macht ja von dem Gesamtpreis irgendwie 10% aus. Die Monsterarbeit ist ja das Polieren davor. Eigentlich schon, ja. Ne? Also die Lackkorrektur. Und beim Top Life wäre es eben so, das Abkleben, die Vorbereitung, ordentlich vorarbeiten, auch mit dem Prepare. Das führt letztendlich dazu, dass man eine ganze Menge Vorarbeit hat und das Coaten selber geht dann relativ schnell und dann trägt man es wieder runter, genau. Und wir wollten es auch einmal hier auftragen. Ich werde den nachher wieder zu uns an den Stand stellen, dann kann auch jeder das mal anfassen, weil welche Fragen gibt es? Glanzgrad, wir haben das so semi-matt eingestellt, also es ist semi-matt mit einer Tendenz zum Matten hin, haben wir es eingestellt, damit es immer ganz gut passt. Wir haben es vom Griff her so gemacht, dass es weich und angenehm ist, also eher so, dass ein Kunde eher die Reaktion hat, oh, fühlt sich schön an, als es durfte auf jeden Fall nicht hart sein, ne? Das ist so. Also ich muss dazu sagen, das ist eine hervorragende Ergänzung zum Thema Fahrzeugaufbereitung. Also es muss ja nicht unbedingt derjenige machen, der sich noch nicht mit Lederreparatur oder Lederrestauration beschäftigt hat, aber vielleicht ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, wie viele Fahrzeuge haben mittlerweile Lederausstattung oder auch Neufahrzeuge. Ne? Der Kunde kauft sich das Fahrzeug, da könnt ihr ihm ruhig natürlich auch empfehlen zu sagen, okay, ich versiegel dir das Leder. Und wie gesagt, Lars hat es ja schon erwähnt, das hat nichts mit der Keramikversiegelung zu tun. Die in Anführungszeichen Nachteile, die hat er ja schon deutlich kundgetan. Und das ist eine Dienstleistung, die ihr euch auch entsprechend bezahlen lassen könnt, weil jetzt, wenn ihr auch das Endverbraucherprodukt anwendet, weil ihr vielleicht im Handling mit der Airbrush-Pistole nicht so fit seid oder das einfach nicht machen wollt, ihr seht, es geht relativ einfach, das kann sogar ich. Und ihr könnt dann auch entsprechend natürlich auch Geld für verlangen, weil der Abriebschutz bzw. UV-Schutz oder der Schutz vor Aufnahme von Farbpigmenten oder wie auch immer, der ist natürlich schon erheblich, also Standzeit bis zu einem Jahr wurde ja schon erwähnt und wie gesagt, einfach nur eine Erweiterung der Dienstleistung, mit der ihr auch wirklich Geld verdienen könnt. So als kleiner Hinweis. So einfach ist es, ja. Fragen, die wir immer noch bekommen, ist, wird es langfristig härter? Nein, also es ist auch eine ungesättigte Verbindung. Also der Trockenprozess ist dann abgeschlossen. Der volle Schutz, muss man dazu sagen, es ist halt wasserbasierend. Das sind so die Nachteile von wasserbasierenden Lacken. Das kennt ihr aber auch von Lackierungen außerhalb eines Autos. Ja. Das ist die lösemittelhaltigen Dinge, die wir halt in den 90er Jahren verwendet haben und vorher, die trocknen halt schneller aus, sind schneller härter. Also die richtige Performance, der Kunde kann das Auto gleich abholen, das ist kein Problem. Der kann auch damit nach Hause fahren, aber er sollte eben nicht in den Urlaub fahren, 800 Kilometer, weil richtig ausgehärtet ist es erst nach 2 Tagen. Also 48 Stunden braucht es tatsächlich, bis es die volle Wirkung hat. Und wenn man unmittelbar nach dem Auftragen Wasser drauf bekommt, dann würde man das auch sehen. Also es würde dann so weißlich-grau werden. Da müsste man das mit Top-Entferner wieder runter machen und müsste es dann wieder neu drauf machen. Ne? Also es braucht 2 Tage, bis es komplett durchgehärtet ist, aber dann funktioniert es gut. Das ist aber übrigens bei einer Lederreparatur auch so. Oder wenn man mit Leder fresh arbeitet, dann steht in der Anleitung ja auch drin, erst am nächsten Tag Versiegelung oder Protektor auftragen. Der Hintergrund ist, wasserbasierende Systeme brauchen länger zum Aushärten. Die sind zwar trocken, man kann es anfassen und benutzen, aber die volle Performance ist noch nicht da, weil es nicht ausgetrocknet ist. Genau. Ja, wir können gerne noch, wenn jemand eine Frage hat, können wir die auch gerne noch beantworten. Ansonsten wären wir durch. Komm mal ein bisschen dichter, weil wegen der Poliermaschine. Nein. Frage ist, ob man das auch bei älteren Ledern verwenden kann. Also die Idee, die wir hatten, war natürlich schon für neue Leder oder neuere Leder das zu machen. Wir haben aber auch schon bei uns jetzt Sachen restauriert, also alte Leder repariert und haben dann den ganzen Reparaturprozess durchgemacht und am nächsten Tag Top Life aufgetragen und das hat wunderbar funktioniert. Wichtig ist,
dass die Oberfläche in Ordnung ist, also dass sie intakt ist, dass man sich erstmal, wenn eine Instandsetzung notwendig ist, dass man sich um die Instandsetzung kümmert. Und Top-Life ist kein Topcoat-Ersatz in dem Sinne. Also das muss alles okay sein und dann kann man es auftragen, dann ist kein Problem. Genau. Also auch für ältere Leder machbar, nur die müssen halt in Ordnung sein. Mangelfrei. Ne? Genau. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ne? Und Kunstleder eben auch. Ja. Noch eine Frage oder? Da. Ja. Protektor oder Versiegelung. Ja, ja. Also man kann das ist ja der entscheidende Punkt, was Top-Life dann unterscheidet zu anderen Coatings. Wir haben ja dafür gesorgt, dass es atmungsaktiv bleibt und durch die Atmungsaktivität, es geht übrigens einen halben Prozentpunkt runter. Also wenn du ein Leder hast, was eine Atmungsaktivität von 3 hat, dann hat es nach Top-Life 2,5. Also es gibt eine kleine Einschränkung, die ist aber so minimal, dass man die im Alltag nicht erleben würde. Genau, und dann bleibt es pflegbar, also man kann Protektor auftragen, sollte man auch. Also die Unterhaltspflege ist ja unbenommen davon, das ist eigentlich wie beim Keramikcoating auch. Man macht eine Handwäsche, wenn man mit dem Auto unterwegs war und macht dann den Quick-Detailer drauf. Und hier ist es genauso, ist das Leder 7 Jahre alt, man hat es restauriert, repariert, am nächsten Tag Top-Life drauf gemacht. Dann sollte man nach 3 oder 6 Monaten auch das Leder mit Lederreiniger mild und einem Schwamm sauber machen. Und dann sollte man Protektor auftragen oder beim Cabrio Elephant oder eben bei einem hellen Sitz Elephant und Versiegelung oder Protektor und Versiegelung, also das ganz normale Thema. Und das Schöne ist, man kann es auch und es zieht tatsächlich auch ein und kommt zum Leder unten an und die Pflege hat auch eine Chance, das tatsächliche Leder zu pflegen. Ja. Wenn man Top-Life mal entfernen möchte, kann man es eben mit dem Top Remover entfernen. Das ist ein Produkt, was wir haben, was lösemittelfrei ist, fachlich nicht immer richtig formuliert. Es ist ein nicht entflammbares Lösemittel, deshalb eben kein Gefahrgut und deshalb sagt man dann umgangssprachlich lösemittelfrei. Also ein lösemittelfreies, sehr schonendes Produkt, wo man Top-Life mit entfernen kann und den eigentlichen Topcoat nur sehr gering in Mitleidenschaft bringt. Genau. Noch eine Frage? Noch sind wir hier, ansonsten sind wir auch nachher am Stand. Micha hat schon ein paar Mal mit Top-Life gearbeitet, er kann auch ein bisschen Erfahrungen mitteilen. Und ja, Moritz, dann schließe ich, ne? Wenn du schon gerade da stehst. Vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt vielleicht noch was hinzuzufügen. Es gibt noch was. Ja, natürlich zur Top-Life-Schulung. Das Lederzentrum bietet natürlich auch Schulungen an für Detailer, die sind wir auch wieder beim Bereich Erweiterung der Dienstleistung für Lederreparaturen, Lederrestaurationen. Das fängt ja im Prinzip auch schon an bei durchgescheuerten Sitzwangen, Leasingrückläufer. Also wir sind jetzt nicht nur beim High-End, beim Endkunden, beim Privatkunden, sondern auch für Aufbereiter, die für Autohäuser arbeiten, ist es immer wieder ein Thema. Also wenn ihr es nicht macht, macht es wahrscheinlich dann andere. Und nichts einfacher, sage ich mal, als eine Sitzwange wieder neu einzufärben. Aber auch darüber hinaus lernt man in den Schulungen die Reparatur von Trockenbrüchen, Rissen, wie auch immer, auch die Behandlung von Altledern. Und wenn ihr da noch Infos habt oder braucht, einfach bei uns melden. Danke. Danke. Jawohl, vielen Dank. Die Unterschiede sind klar. Ich glaube, einer Firma, die es seit 27 Jahren auf dem Markt gibt und die Lederzentrum heißt, kann man da durchaus zutrauen, dass sie da ein vernünftiges Produkt auf die Beine gestellt haben. 5 Jahre haben sie gebraucht. Wir werden es jetzt auch hier raufbringen und im Alltag definitiv auf Herz und Nieren testen. Ich hoffe, du hattest auch so viel Spaß beim Zuschauen wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnier den Kanal, drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann, hau rein.